Wir haben ein neues Video für euch. Das Video kommt von Sabine aus München und sie lässt uns ein bisschen an ihren letzten Wochen und Monaten teilhaben. Erklärt uns, was sie so gemacht hat, was ihr Angst bereitet hat in Zeiten der Pandemie, wie sie aber auch positiv geblieben ist und was sie so gemacht hat. Hallo, mein Name ist Sabina und ich lebe hier im wunderschönen München. Als ich ein Baby war, habe ich durch eine Spritze Kinderlähmung bekommen. Das war damals in Indien, aber ich habe das Beste draus gemacht und lebe ein selbstbestimmtes Leben. Die Pandemiezeit hat auch mich getroffen, zum Glück nicht finanziell oder beruflich, da ich in einem systemrelevanten Beruf arbeite, aber mental hat es mich wirklich sehr fertig gemacht am Anfang. Ich hatte sehr viel Angst. Ich werde meistens sehr krank, wenn jemand anders krank ist, und mich trifft es immer hier in der Lunge, und all diese Sachen haben mir wirklich Angst gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich mich nach 2 Wochen wieder einigermaßen regeneriert gehabt, und nach 4 Wochen Homeoffice bin ich auch wieder ins Büro gegangen, und das hat mir definitiv noch mehr die Angst weggenommen. Natürlich mit Abstand halten und allen, aber die Normalität wieder einzuführen, soweit es geht, hat mir persönlich geholfen. Außerdem, was mache ich in meiner freien Zeit oder was habe ich gemacht und was mache ich immer noch? Ich bin sehr aktiv auf Instagram. Wenn du Lust hast, dann folge mir dort unter Rolling Meditation. Ich lade da Kochvideos hoch. Ich zeige euch, was ich alles den ganzen Tag mache. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Make-up-Look nachgemacht und habe es in meinen Stories gezeigt. Ich backe gerne, ich koche gerne. Ich bin momentan voll auf dem Sporttrip und werde auch da berichten, welche Übungen man in Rollstuhl machen kann. Und genau, ich versuche einfach das Beste aus der Situation zu machen. Ich versuche mein Heim noch schöner zu machen, als es schon ist. Ich beschäftige mich mit neuen Dingen. Man kann so viele Sachen im Internet lernen. Ich versuche mich mit Videoschneiden und Fotografieren zu beschäftigen. Wie gesagt, es gibt so viele Dinge. Wir leben in einer geilen Zeit, wo wir ständig neue Sachen lernen können. Und natürlich auch mit Lesen und natürlich mit viel FaceTimen wie niemals zuvor. Und genau, das macht mir Spaß, und ich hoffe, dass ich euch ein paar inspirierenden Tipps geben konnte. Wenn ihr wollt, schreibt mir gerne auf meinen Instagram-Account und wir können uns connecten. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, von euch zu hören, beziehungsweise ich wünsche euch alles Gute, bleibt stark, bleibt gesund, diese Zeit wird vorbeigehen. Es ist eine Probe für uns alle. Ich weiß natürlich auch, dass es nicht für jeden so einfach ist, aber wir müssen stark bleiben, uns geht es gut. Wir müssen einfach nur distanziert sein und daheim bleiben. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu erkennen. Wir sind nicht in einem Krieg. Wir haben genug zum Essen, wir haben genug zum Trinken, und daher haltet die Laune hoch, lasst euch nicht unterkriegen, schaut nicht so viel Nachrichten. Das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Wenn euch Leute mit Informationen zutexten, sagt denen, dass ihr das nicht wollt. Das habe ich gemacht. Ich will das einfach alles nicht wissen. Ich ziehe meine Maske an, ich halte mich distanziert und mehr kann ich nicht tun. Und ja, passt auf euch auf. Bis bald